Wechseln wir in die Schweiz zu unserem Kollegen Swiss Watch Gang, einer der wichtigsten YouTube-Kanäle für Uhren, die es so gibt. Und er hat die Frage in seinem YouTube-Titel stehen: Does the perfect watch exist? Wir alle suchen danach, ne, dass man eine Uhr findet für alle und dass man einfach nur eine Uhr braucht. Bis jetzt hat es nicht so gut geklappt und da schauen wir mal rein. For me, there is no collecting hobby that is more personal than buying and collecting watches, clocks, and also anything to do with watchmaking. The way each one of us buys and collects watches is unique. When it comes to collecting objects in general, there's quite a few criteria that one looks at before the final purchase. You can collect cars, art, coins, sports cards, NFTs, and I think they're all driven by the same forces, which are, for me, curiosity and passion. Curiosity makes you start a journey, but passion is what keeps you going. Once you get into the higher price points, there is also an element of value retention and investing that one also thinks about. But overall, it's Ich muss sagen, für mich selber ist es gerade so ein bisschen schwer, Sachen zu behalten irgendwie. Ich bin irgendwie, wenn ich so dran denke, jetzt so meine Sammlung zu erweitern, irgendwie jetzt gerade, ich habe irgendwie was für meine Sammlung zu finden, ein bisschen schwierig. Not what fuels our beloved hobby. Once you start exploring, there is a sea of brands, models, complications, and people to discover. And people are also one of the key elements of it. The watchmakers, brand representatives, retailers, journalists, influencers, and fellow collectors. They all put more fuel on the already burning desire. The desire to learn more, to acquire better, more exclusive, and finally, to be more fulfilled. There's also a different experience and feeling depending on what type of watches you collect. If you collect vintage watches, micro brands, independent watches, or your usual suspects in the mainstream watch genre, every genre Marco könnte auch einen Entspannungspodcast aufnehmen, finde ich auch. Seine Stimme ist so ruhig und angenehm im Kopf gerade. has a specific audience and type of people that come with it. And depending what type of person you are, you will get along more with some and get along less with others. What you will find in common though is the mutual love and appreciation of collecting. Why I collect watches is pretty simple. I didn't choose watches, they kinda chose me. I know it sounds pretty romantic and to outsiders probably slightly weird, but I don't know how else to say it. There's nothing else aside from entrepreneurship and food that is as close to my heart as watches. Obviously, family and friends are a good content. Bei mir ist es auch so, wenn ich so dran denke, Autos sprechen mich jetzt nicht so wahnsinnig an. Klar, ich habe jetzt mal eine Phase, da sammle ich dann Gehstöcke oder mal eine Phase, irgendwie wenn coole Kugelschreiber oder Füller da sind, habe ich Füller. Aber sonst sind es wirklich Parfums und Uhren. Ne? Also auch wenn ich so in anderen Städten mal bin und bei Parfümerien und so, ich suche schon irgendwie außergewöhnliche Sachen und habe auch Spaß daran. Bei Uhren ist es so, wir haben wirklich ganz, ganz besondere Uhren, auch jetzt noch nicht online. So eine Pyramid Day-Date, da macht es auch Spaß, die Sachen zu jagen und so zu beschaffen, ne? But that's not even in the topic here. Watches are an extension of one's personality and sometimes an extension of one's feelings. At least they are for me. I choose which watch. Da muss ich ihm auch recht geben, ne? Wenn man Uhren trägt, ich finde es auch als eine Erweiterung von seiner Persönlichkeit irgendwie, oder? Also man trägt ja eine gewisse Uhr, um etwas auszustrahlen oder generell eine Uhr, um etwas zu vermitteln dem Gegenüber, auch nonverbal, oder zumindest war es bei mir immer so, dass das auch dazu beigetragen hat, warum ich mich damit auseinandersetze. To wear depending on the day or the week ahead of me. There's moments when I want to be a bit more easygoing or take a walk in nature and I put on something simple like a Casio watch. Hast du noch genug Zeit, alle Uhren selber anzukaufen? Ja, also Mietzin kauft ja auch Uhren an, ne? Aber so gesehen ist es jetzt nicht so schwierig. Also es sind ja meistens immer dieselben Uhren, da meine Kunden ja vom Charakter her jetzt nicht so ausgefallen sind, muss man leider sagen, und alle nur das Gleiche haben wollen. Und meine Philosophie ist zum Beispiel, ich glaube, Hulk und Batman haben wir, glaube ich, gerade parallel 3-4 Stück immer on Stock. Also das ist ja, also ich kaufe dann einfach quasi von einer Uhr mehrere. Datejust 36 mm haben wir keine Ahnung wie viel und da kommt auch noch einiges immer wieder und darum ist das jetzt halt nicht so schwer. Ich kaufe größtenteils noch selber an, ja. Moments when I visit my clients, I put on my Tudor or sometimes even the Sartori Biard Ghost to stay completely neutral. My favorite moments are when I'm in a problem-solving mood or a more creative mood, let's say. Or just when I meet up my collector friends, then I put on something more special. I put on my Hublot Singapore Watch Club edition, the Mad One, Joker, or the Louis Rar Zilberstein watch. Or even my piece unique Philippe Piguet, which is a very important watch to me as it marks the first watch to bear my logo. Ja.
If I want to feel more stylish and sophisticated, I put on any of my Cartier watches. Ja, zum Beispiel die hier links. Ich glaube nicht exakt die, aber so eine in der Art haben wir auch gekauft, die man so drehen kann. Finde ich sehr ansprechend. Aber so XL, ne? Richtig coole Uhr. The last adventure I went on, I put on my Baltic Aquascape GMT, which was a collaboration with Perpetual Gallery in Dubai. We had nice holidays in Sardinia, a perfect watch for the occasion, and it survives all the hard handling I did with it. I only wear my Rolex watches if I'm in Switzerland. These watches basically don't leave the country. I have seen plenty of social media robbery videos and posts to advise me against it. Once in a while there is also the instance where I'm at home and I just want to look at pocket watch and imagine how it must have been living in that era. Das ist schon witzig, wenn man so Sachen aus der Vergangenheit sieht und denkt sich so, was hat das alles durchgemacht, ne? I started collecting watches 11 years ago and it has been... So dasselbe, ich denke mir manchmal, wenn ich hier so durchs Haus laufe, das Haus ist jetzt aus 1667, was ist hier schon alles abgegangen? Einiges, ne? Quite a wild ride so far. There is many watches that I desire to personally own one day, from independents to neo-vintage big brand watches, but currently I'm pretty happy. I'm happy because from time to time I get to see and play with some of the Grail watches. And as I develop and grow as a person and a businessman, I can even afford one or two. There's always this perpetual longing, and that's what's great about this hobby. You need something in life that pulls you forward, pulls you toward being more successful, to set new goals and to feel the happiness once you get there. We often talk about buying your perfect collection or perfect watch. Guck mal, bei ihm ist genauso. Wie bei mir. Das Hobby bringt ihn dazu, mehr Gas zu geben. Hat er gerade gesagt. Wie bei mir auch. The more I collect, the more I doubt it actually exists. As I get older, my taste, understanding and desire for watches changes with me. Sure, there's models which I wanted since many years, but overall it's an ever unraveling journey and I wouldn't want it any other way. Was war das denn gerade? Alter, guck mal hier mit einem Schlüssel. Oha. Cool. Von wem war das denn die Sammlung? Since many years, but overall it's an ever unraveling journey and I wouldn't want it any other way. Ja, so ist das, ne, mit der Uhrensammlung. Die Sachen, es ist auf jeden Fall emotional, ne?